Ja, da sind wir wieder. Hallo, guten Morgen. Willkommen allerseits. Wir sind heute im Barnim und wollen im Grumsin wandern. Das sagt vielleicht vielen von euch nichts. Deutschland war vor Jahrtausenden von riesigen Buchenwäldern bedeckt. Und es gibt noch wenige erhaltene Flächen, die als Welterbe Buchenwald geschützt sind. Das ist der Kellerwald in Hessen, der Hainich in Thüringen, der Seran in Mecklenburg-Vorpommern, der Jasmund auf der Insel Rügen und hier der Grumsin. Und da wollen wir heute mit euch wandern gehen. Viel Spaß und schön, dass ihr wieder mitkommt. Genau. Hier kann man zwischen 3 verschiedenen Wanderrunden wählen. Die sind mit einem Buchenblatt gekennzeichnet, ein gelbes, ein rotes oder ein oranges. Wir haben uns für die orange Runde entschieden, das sind so etwa 12 Kilometer. Und ja, mal sehen, was uns da so erwartet. Die Wanderung beginnt hier in Altkünkendorf, so heißt das Örtchen. Man geht erst ein Stückchen durch den Ort, ganz verschlafenes Dörfchen. In der Nähe von Informationszentrum ist auch ein Parkplatz kostenlos. Da können auch 2 Wohnmobile stehen. So, nachdem es nur ein Stück die Straße lang ging, oder ein ganzes Stück, geht es jetzt hinein in den Buchenwald. Seit 2011 steht der 670 Hektar große Buchenwald Grumsin im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin auf einer Stufe mit der Serengeti in Tansania oder dem Grand Canyon in den USA. Innerhalb der europäischen Buchenregion bildet Deutschland das Zentrum, denn hier befinden sich 25% der Gesamtfläche der Buchenwälder Europas. Dabei könnten auch heute noch vielerorts urwüchsige Buchenwälder existieren, hätte der Mensch nicht vor über 1000 Jahren damit begonnen, die Urwälder zu roden und das Land zu bewirtschaften. Im Buchenwald Grumsin hat es nie eine Rodung gegeben. So blieb dieses einzigartige und unersetzliche Naturerbe über die Jahrhunderte erhalten. Um die Natur in diesem einzigartigen Wald zu schützen, ist die Kernzone gesperrt. Der Wanderweg führt nur am Rande des Waldes entlang.
ist eine Wandertaube. Ja, Kleine, was soll das? Wir wollen weiter. Ich möchte sie ja auch nicht erschrecken. Da ist noch eine. Na, siehst du, geht doch. So, und hier verlassen wir den Buchenwald. Vor uns der Luisenhof. Eine alte Scheune ausgebaut. Hier kann der Wanderer Rast machen und sich stärken. Bei, weiß ich nicht, Kaffee und Kuchen, genau. Schon eingegessen. War ich wieder zu schnell. So, frisch gestärkt geht's weiter. Jetzt aber leider nicht mehr im Wald, sondern jetzt geht es so einen Feldweg entlang. Eine uralte Weide. Auch so eine offene Landschaft kann sehr schön sein. So, nachdem wir zunächst über den Feldweg gegangen sind und jetzt ein Stück die Straße lang mussten, geht es hier wieder hinein in den Wald. Das ist aber jetzt nicht mehr der Grumsin, das ist der Angermünder Forst. Na, du auch hier? Im Vorgang. Jetzt sind wir am Wolletsee. Herrlich. Der Weg führt jetzt die ganze Zeit zwischen Acker und Seeufer entlang. Aber das Seeufer ist bewaldet, man kommt nur an einer Stelle bis jetzt kann man ran. Ne? Aber wir laufen hier halt in praller Sonne. Und es ist heute richtig schwül. Ziehen auch schon die ersten Gewitterwolken auf. Wäre schöner, wenn der Weg im Schatten wäre. Guck mal, da hinten wird es schon dunkel. Kommt heute noch was. Es ist unheimlich drückend. Also ein Manko an dem Weg, an dem ganzen Wanderweg, außer am Luisenhof, sind nirgends Sitzgelegenheiten. Richtig. Und jetzt haben wir endlich eine Bank gefunden. Sind wir aber auch schon fast
Fast am Ziel, hoffentlich. Am Ende sind wir schon, aber am Ziel noch nicht. Das ist die Aussicht von unserer Pausenbank. Wir sind zurück in Altkünkendorf. Gott sei Dank. Das ist auch das Ziel, haben wir das Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. Da steht's dran. Eindeutig. Da steht ja sogar Ziel, genau. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das hast du gemeint, wa? Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. So, wir sind zurück am WOMO. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Also wem es jetzt nur um diesen Buchenwald, um den Grumsin geht, was ja eigentlich das Highlight hier ist, der sollte am Luisenhof abkürzen und zurück nach Altkünkendorf gehen. Dann ist er so ungefähr bei 7 Kilometer, das schätze ich. Ja. Die ganze orange Runde, die wir nur heute unbedingt gehen wollten, sind dann noch 5 Kilometer mehr. Aber ja, die kann man sich eigentlich sparen, da kommt nichts Spektakuläres mehr. Eigentlich, ja, nichts. Ist nur halt, wenn man noch Strecke machen will. Mhm. Ja gut, heute haben wir uns wieder mal bewiesen, was wir noch können. Ja, ansonsten der Buchenwald natürlich wirklich empfehlenswert. Ja. Ist ja nicht umsonst Welterbe, sollte man auch mal gesehen haben. So, jetzt müssen wir uns irgendwas suchen, wo wir uns frisch machen können. Richtig. Also, tschüss, vielen Dank fürs Mitkommen und bis zum nächsten Bis zum Mal. nächsten Mal. Tschüss.